Ist kalt geworden. Ja. Und dabei sagt Susi doch immer als Hamburgerin, naja, mehr oder minder als zugezogene Hamburgerin, es ist doch nur Wind. Es ist nur Wind. Ja. Das regnet nicht. Da, wo der Frosch die Locken hat. Oh, können wir irgendwo reingehen? Hier ist ein Container hinter uns. Ja, das ist schön. Ja, wir könnten in den Container ziehen. Was haltet ihr davon? Ist übrigens, ich finde ja diese Tiny Häuser im Container auch ziemlich geil. Ja? Ja, Ja. oder? Ja, habe ich schon ein paar Ich meine, Stücke gesehen. ja, definitiv. Bietet sich ja auch an. Man hat so eine feste Form und es ist halt irgendwie relativ kompakt und schnell gebaut, ne? Eckig. Und eckig. Eigentlich ist Container ganz schön. Ja, und wo kriegen wir jetzt so einen Container zum Wohnen her? Ja, wir müssen das mal testen schon wieder, oder? Ja, okay. Ja. Aber wie machen wir das? Oh Gott, ich weiß auch nicht. Wie machen wir das denn? Lotti, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in so ein Hotel, was mit den Sachen gebaut wurde. Ah. Leute, wir sind in Warnemünde und wir übernachten heute im Dock Inn. Das erste Hostel aus Schiffscontainern. Genau. Die haben Preis gekriegt 2017 für das beste Tourismuskonzept. Und das wollen wir jetzt mal gucken, ob das berechtigt ist oder nicht. Und außerdem wollen wir ja testen, wie fühlt es sich an in einem Tiny House. Also, Ja, so ähnlich, also, ne? Also den aber Style mal ein zumindest bisschen. im Containerstil. Ja, los geht's. Los geht's. Bis gleich. Oh, Alter, was für ein muffiger Geruch hier drin. Was ist hier denn los? Boah. Aha. Boah, ich glaube, hier haben wir ein paar Männer vorher gepennt, oder? Ja, muss man Fenster aufmachen. Boah, haben wir mal groß Luft hier. Na gut, na gut, na gut. Boah. Und welches Bett nimmst du? Also ich nehme auf jeden Fall das da oben. Boah, schön, weil wisst ihr, was wir machen? Wenn wir hier ausziehen, ne? Dann schenken wir denen hier an der Rezeption mal so ein Spray frische Brise. Da können die hier mal einmal durchgehen, ne? Weißt du, dass das ein bisschen nach Hafen und so riecht und nicht nach... Nach Stinkefisch oder Ja, was? hier riecht's ja echt wie Hafenkante, ey. Lass mal gucken, wo ist denn das Bad überhaupt? Keine Ahnung. Hallo? Und wie sieht das hier aus? Ja, übersichtlich würde ich sagen, ne? Ja, So, mal hier so schnell ist ja in die Dusche, ne? gut okay, ne? Also die Fliesen sehen so ein bisschen aus wie... Bisschen alt, ne? Oh, ein bisschen... Wie alt ist denn das? Als wenn sie abgestaubt. Kann ja nur von 2017 oder sowas sein, ne? Ja. Alt ist das noch nicht. Und dann hatten sie ja auch lange zu. Hier war ja Corona-Alarm. Ach, cool. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Ja, das sieht cool Das aus. sieht nicht gut aus. Ja, es ist ein Hostel, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber meckern darf man trotzdem. Klar, hier sowieso. Ja. Naja, mach lieber schnell wieder Licht aus. Ach, Handtuchtrockner muss.
So, was haben wir hier? Oh, hier ist der heilige Thron. Aber guck mal hier, wie schäbig das aussieht hier. Dadurch, dass hier Wasser runtergelaufen ist und die Platte anfängt zu rosten. Sieht nicht schön aus. Dann hier so eine Eurobox einfach, naja, muss man mögen den Stil, ne? Und wie gesagt, die Fliesen finde ich ja echt bitter. Also das ist jetzt nicht schön. Naja. Was ist los? Gleiche Baustelle? Sollen wir das erzählen? Naja, es ist halt. Die ist auch raus. Hier vorne ist der Wohn- und Sitzbereich. Hier kann man sich aufs Sofa chillen und ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, das glaube ich dir. Und dann sind hier mit Multiplex ein paar Schränkchen gebaut. Wie Spinte. Die ich sogar theoretisch abschließen könnte, wenn ich ein Vorhängeschloss hätte. Ah, dann zieht sich hier dieser Block einfach weiter. Aber guck mal. Und ich habe hier dazwischen dann halt meine Dusche. Ich komme sofort. Ich zeige nur mal ganz kurz Dusche und Klo. Aber wir haben das Highlight gefunden. So, und jetzt gucken wir uns mal Lotti an, was die da im Bett veranstaltet. Guck mal. Das ist wie so eine kleine Schaukel hier. Ja. Das ist eine Seemannskoje, ne? Aber wirklich. Wenn du halt ein bisschen Seegang hast heute Nacht. Oh Lotti, du kriegst Schnaps, dann ist egal. Weißt du? Wenn das Bett wackelt, merkst du nichts von. Hier ist noch eine kleine Ablage hier Ihr oben. könntet mir Fanta geben, das wäre besser. Zeig Hattest du mal. doch schon. Guck Ja, mal, da oben ist noch eine Steckdose kleine und Ablage, genau. so. Und eine Lampe. Ist gemütlich, Lotti? Ja, und sehr weich. Vor allem die Bettdecken. Ja, die müssen wir uns noch selber beziehen, ne? Ist Das halt stimmt. bisschen Kosten. Naja, hier ist halt Zweierbett. Lass mal durch kurz. Sie sagte, man kann das auch zusammenschieben. Genau, man kann das hier hinten auch entweder in 2 Einzelbetten oder ein Doppelbett. Oh, hier, guck mal, das Bett ist schon besetzt. Ja, Ja, und außerdem Haustiere sind doch hier nicht erlaubt, habe ich gehört. Naja. Naja, und der Blick ist auch wunderschön hier. Ja, aber in der Tat hat Susi ein bisschen recht hier, dieser maritime Flair durch Überseekontainer, der kommt nicht so richtig zustande. Mehr so von außen, ne? Mehr so von außen, weil hier ist innen alles verputzt. Vielleicht hätte man es anders machen sollen, dass du die Außen hättest dämmen können und innen hättest du die Struktur gelassen. Weil unten in diesem Aufenthaltsraum, Ja. da sind auch so Container reingestellt. Und da sieht man das auch noch so. Aber vielleicht war das auch unpraktikabel. Naja, Ja gut, die Idee deswegen- ist trotzdem süß hier. Ist wegen der Dämmung, ne? Ja, ist wegen der Dämmung, klar. Aber gut, du hättest ja auch außen dämmen können, die Dinge. Naja. Ja, ist halt so, ne? Aber ist ja gut zu wissen so, dass man... Ja, und wir sind auch nur eine Nacht hier, ne? Wir sind eine Nacht hier, genau. Zum mal gucken, Zum mal gucken, wie es wie aussieht. das Raumgefühl so ist, ne? Ja. Und es ist halt auch ein Hostel. Ist jetzt nicht Ja. so schicki. Ich finde, was hat Schicki mit Hostel zu tun? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Eurobox an die Wand hänge Ja. oder ob ich eine Weinkiste an die Wand hänge. Das ist beides vom Preisgefüge ungefähr gleich, aber das eine ist halt ein bisschen eine alte Kiste und das andere ist halt ein Plastikteil. Ne? Das kommt ja immer drauf an. Und auch generell, ne? Es ist ja, Design hat ja nicht unbedingt was mit Kosten zu tun. Also ich hätte hier natürlich auch andere Fliesen wählen können. Ich finde die Fliesen hier ja alles andere als schön, ne? Nicht nur diese Kleinteiligkeit, also dass sie wirklich vom Format sehr, sehr winzig wirken, sondern auch die Farbe finde ich jetzt halt nicht so bestechend. Das ist halt so mal so, hier mit den Teilen, die dann hier so ungewollt rosten, finde ich halt auch nicht so schön. Es sieht immer ein bisschen schmuddelig aus, weil es hier direkt unterm Waschbecken ist. Wenn es hier irgendwie an der Seite wäre oder so, dann hätte man noch sagen können, der Rost ist gewollt. Naja, wie gesagt, hier kann man drüber streiten, ob es jetzt cool ist, so eine kleine Eurobox an die Wand zu hängen. Persönlich finde ich es nicht ganz so cool. Also vielleicht hätte man da einfach irgendeinen schwarzen Kasten hingehängt, dann hätte man die gleiche Farbe von da unten wieder gefunden. Ja, alles andere, hier der ganze Block ist in Multiplex gebaut. Das finde ich eigentlich
Ganz schick. Multiplex ist ja sowieso ganz witziges Material, aber auch hier drin, ne? Die Fliesen finde ich zerstörend. Also wenn du hier jetzt auch, und das kostet ja jetzt halt auch nicht unbedingt mehr, aber hier so eine Dibond-Platte, geil bedruckt mit einfach nochmal dem Thema der Überseekontainer, mit dem Thema einfach vielleicht hier von Warnemünde, von Hafen, von irgendwas, dass man hier so ein bisschen mehr, ja, es ein bisschen schicker gemacht hätte. So mit den Fliesen. Mich überzeugt es nicht. Und jetzt guck mal hier, ne? Hier auch fängt es halt ordentlich an zu blühen. Ich glaube nicht, dass es gewollt ist, weil das hier so schlecht unterm Waschbecken ist, ne? Naja, genau. Und vorne, den zeige ich auch noch mal kurz, den Bereich, hat man hier das kleine Sofa mit so einem kleinen Beistelltisch. Und hier, guck mal, hier so eine Lampe hingehängt. Das ist schon wieder ganz witzig, finde ich, vom Detail. Einfach nur mit einem kleinen Schalter. Geht aber auch nicht an. Okay, habe ich hier einen Schalter? Ah. Okay. Doch, per Lichtschalter. Naja, gut. Aber ja, die Farben, ne? Also den Boden mag ich halt auch nicht. Der sieht so aus wie in meiner alten Schule. Das ist so ein Linoleumboden. Aber es gibt auch so tolle Linoleumböden. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein... Ja. Sieht aus wie in der Schule. Ich sag ja, das sieht aus wie ein Schulboden, ne? Wirklich? Den hätte man einfach echt ein bisschen schicker machen können. So. Naja, genau. Hier vorne sind halt 4 kleine Schränke. Und der Blick nach hier vorne geht auf die Werft. Und davor fährt auch nochmal eine Bahn. Und hier, wenn wir uns nochmal kurz den Fluchtplan angucken, dann gibt es hier nochmal 3 größere Zimmer. Das sind die sogenannten Suiten hier. Aber für uns eher unpraktisch gewesen, weil in den Suiten nur ein Doppelbett drin ist und nicht 4 Betten. Und hier haben wir dann in der Tat nochmal 4 Betten. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Hier kann man einfach nur sitzen oder was? Schuhschrank? Nee, das ist eine Heizung. Das ist eine Heizung. Ach, das ist der Heizung Guck drunter. mal da drunter. Okay, Da ist ein Schlitz. zeig mal. Ach, da. Und auch noch so eine Radiatorenheizung oder was? Susi hat hier übrigens auch gerade ein schönes Detail entdeckt. Die Kleiderhaken sind zu groß für die Schränke. Man kriegt die Tür nicht zu. Ja, weiß ja auch nicht, was das so ist. Ist ja ein bisschen dämlich, ne? Absolut. Bestimmt auch kleinere. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn du hier Platz hättest, also wo, wenn man nicht hier, guck mal, du hättest ja hier einen riesen Kleiderschrank bauen können. Ich weiß ja nicht, Fläche ist ja wo genug das da. anfängt. Ja, trotzdem, also das ist ja ein Manko. Du hättest ja den Schrank hier einfach 10 cm weiter nach vorne holen können. Naja, hier ist die Couch, ne? Die hättest du nochmal 5 cm weiter an die Fenster rücken können. Generell finde ich die Einteilung so hier überhaupt nicht gut. Also das sieht halt so aus, als wenn hier ein Sofa reingeklatscht ist. Da hätte man ja nochmal auch sich selber was basteln können, eine coole Ecke oder so. Ja, selber ist dann wieder individuell und individuell Kostet wieder Geld, ne? Ja, guck mal. Und die Wände, wenn man mal das Spotlight drauf richtet, dann sind die auch echt schlecht gestrichen. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn die das hier alles selber gemacht hätten. Naja. Warte mal bitte, okay. Und was ist so dein Eindruck? Also hier vorne finde ich es ganz cool. Du kannst hier so ein bisschen auf die Werft gucken und ab und zu fahren Schiffe vorbei. Und das andere ist halt pragmatisch eingerichtet, würde ich mal behaupten. Was kostet das nochmal? Ich glaube 119 Euro. Für eine Nacht im Hostel. Ja. Ja, wenn man sich das hier zu 4 teilt, würde ich sagen, ist das ein guter Preis. Für uns als Familie. Mit Frühstück, mit Frühstück. Frühstück ist mit drin. Okay, ja, das ist schon, also wir wissen noch nicht, wie es ist, aber ja, und es ist recht zentral, ne? Man kommt überall hier schnell hin. Es ist absolut zentral. Es hat auch hier, ich hätte fast gesagt, Meerblick. Ne? Also eigentlich wollten wir jetzt an den Strand, ne? Aber guckt euch mal das da an. In die Richtung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sollten wir aber auch einen Unterschlupf suchen. Ja, Hier fliegt schon alles durch die Gegend. ja. Ich halte mich einfach an dir fest.
Es ist schön kalt. Schön kalt ist es. Es ist richtig schön kalt. Ich spüre es sogar. Ja, wir haben uns jetzt hier gerade ein bisschen treiben lassen und waren kurz was essen. Was heißt hier treiben lassen? Der Wind hat uns vor sich hergetrieben. Der Wind hat uns getrieben und Ja. jetzt müssen wir ganz schnell wieder zurück zum Dock-In und hoffen, dass ja, wir hoffen, dass es da warm ist. Ja. Weil hier ist es richtig kalt. Aber wir gehen klettern. Mal gucken, ne? Es ist so kalt. Jo, hier ist Halligalli hoch die Tasten und hier steppt der Bär, oder? Und unser Kind ist schon wieder abgehauen. Naja. Und da wir aber ja auch schon ein bisschen älter sind, ein älterer Jahrgang, machen wir uns jetzt auf ins Zimmer. Wir schaffen das nicht mehr. Da ist die Jugend, die schlägt uns da. Wo ist denn das Kind? Abgehauen. Ja, Leute, das ist doch alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir liegen und gleich heißt es Licht aus. Und jetzt liege ich hier oben in der kleinen Seefahrerkoje und die beiden Damen, die liegen jetzt hinten. Aber ich glaube, ganz ehrlich, für mich ist das nichts. Also, mir gefällt das hier nicht so gut. Gefällt es euch hier? Nee. Geht so. Geht so, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen Pseudo alles. Na, die Matratzen finde ich schon schön, aber ein bisschen die Lampen und hier die Bettsachen, wie die hier so eingeräumt wurden. Das stimmt. Also die Bettdecken und vor allem die Laken, die fühlen sich einfach Jugendherberg-Style an. Ich weiß, das gilt hier offiziell als Hostel. Aber wir zahlen jetzt hier für die Übernachtung in diesem Zimmer 119 €. Was wäre es euch wert? Also für mich wäre es irgendwie Weiß nicht, so noch 60. mit 60 €. Also würde ich auch sagen, wenn das jetzt hier 60 € kosten würde, so ein bisschen Jugendherberg-Style, dann würde ich noch sagen, jo, okay. Dann verzeiht man vieles, weil so ist es halt alles so ein bisschen. Also, den hat auf jeden Fall auch ein guter Innenarchitekt gefehlt. Finde ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Innenarchitekt überhaupt dran war, aber es ist halt alles so ein bisschen mit diesen Notleuchten, die jetzt hier überhängen, die noch nicht mal schön sind. Hier diese hier, ne? Oder findet ihr die schön? Die sind hier überall, egal wo. Decke, Badezimmer, überall diese Dinge. Ja, und ich hier hänge jetzt hier in so einem Bett, was echt wackelt. Also es ist. Mal gucken, ob ich jetzt hier rausfalle heute Nacht. Nee, da ist eine Sicherung. Naja, gut, hast du recht. Aber es wackelt, ne? Es ist auf jeden Fall eine wackelige Nummer hier. Da sind zwei Sicherungen. Erstens das mit der Bettkante, zweitens dieser Laden. Ja, aber getraut hier zu schlafen, da hast du dich auch nicht. Ich fühlte mich einsam. Natürlich. Ja, und übrigens, diese Stützen sind auch gar nicht festgeschraubt. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns morgen früh und ich bin mal gespannt, wie das Frühstück hier wird. An der Stelle jetzt erstmal gute Nacht. Bis morgen früh. Ich muss ja nochmal einen kleinen Nachtrag loswerden. Wir haben uns ja schon ein bisschen über diese Schiebetür echauffiert, die hier den Raum teilt vom, in Anführungszeichen, Wohnzimmer zum Schlafbereich. Und was ich auch ein bisschen schade finde, hier ist jetzt so ein Rausfallschutz hier, dass ich nicht rausfallen kann. Aber wenn ich schon so eine Konstruktion hier hätte, dann wäre es doch total cool, wenn ich mir hier, und vor allem wenn ich hier mit 4 Leuten schlafe, im Zweifel noch Leute, die ich nicht unbedingt so gern habe, dann wäre es doch total cool, wenn ich das hier einfach auch zuziehen könnte. Wenn ich jetzt hier so einen Stoff hätte, hier meine Koje zuziehe
Und dann kann ich hier richtig schön schlafen, weil ich zeige das mal ganz kurz. Da hinten, da ist nämlich noch Licht an und das strahlt hier rein, weil Mutti da hinten noch lesen muss, glaube ich. So, und deswegen habe ich hier noch Alarm, ne? Das ist natürlich echt ein bisschen doof. Ja, es ist alles nicht so richtig. Ist alles nicht so richtig. Wofür haben die eigentlich einen Preis gekriegt? Naja. Bis morgen früh. Guten Morgen. So wie ich aussehe, habe ich auch geschlafen. Nicht gut. Was? Du musst dort hingucken. Warum? Die Leute gucken dir doch zu. Ach so. Deswegen musst du ihnen auch in die Augen schauen, also in die Kamera schauen. Ah, ja, okay. Das macht Sinn. Auch wenn es so früh morgens ist? Ja. Ja, also, schönen guten Morgen. Ich habe hier nicht gut geschlafen. Wobei es erstaunlich ruhig hier ist. Also man hört nicht so viel. Aber ich finde die Matratze viel zu weich und dieses Rumgeschaukel und so, das finde ich auch nicht so dolle. Du hast besser geschlafen, ne? Ein bisschen langweilig. Langweilig. Lottis Schlafen war langweilig. Naja, wir machen uns jetzt fertig, ziehen uns an und gehen zum Frühstücken. Ey, du meinst, weil dein Bett nicht so geschaukelt hat wie meins, ne? Ja. Naja, gut. Ab geht's zum Frühstück. Bist du Papa? Frühstück? Ja. Ja, Frühstück sieht soweit ganz gut aus, ne? Also wir werden auf jeden Fall satt, oder Lotti? Ja, aber Ja. wie machen Sie das jetzt mit der Marmelade? Da gibt es ein kleines Schälchen, da kann man die Marmelade dann reintun. Ja, aber wie macht man die Marmelade dann Da ist so ein Löffel, guck mal, da nimmst du dir ein kleines Schälchen und dann machst du dir die Marmelade rein. Und das Messer. Und hier gibt es dann noch das Buffet. Fleischsorten, ganz viel Fleisch, Schinken auch, Käsesorten und natürlich auch Joghurte, ein bisschen kleine Schälchen. Und hier weiß ich nicht, dort gab es mal Müsli, hier gibt es Marmeladen, Honig. Und das hier sind die Marmeladen-Honigbecher. Dort sind die Brötchen. Und hier kann man Kaffee machen und Saft. Das hier ist Orangensaft, Multivitaminsaft und das ist Apfelsaft. Ali. Was ganz süß ist, hier unten im Restaurant haben sie ja nochmal so einen kleinen Kindercontainer und so einen Container, wo man auch nochmal sich selber Platten auflegen kann. Und ich finde es so schade, weil der Charme eines Containers kommt hier natürlich hervorragend zur Geltung. Und so hätte ich eigentlich auch die Zimmer gemacht, ne? Genauso im gleichen Stil. Guck mal, die hier haben sie auch einfach einen Holzboden verwendet. Das macht schon mal eine andere Gemütlichkeit. Und die Wände haben halt diese Containerstruktur. Und da verzeiht man das auch absolut, dass denn die Leitung einfach hier jetzt mal so plump einfach auf die Metallstruktur geschraubt ist. Ne? Oder hier einfach die Lampen jetzt so ein bisschen sporadisch rangeschraubt sind. So macht es schon wieder richtig Sinn, weil so kriegt es halt einfach einen richtigen Charme. Ne? Auch zusätzlich hier nochmal mit dieser kleinen Fensterbank, wo du drin sitzen kannst und ein bisschen rausgucken kannst. Also wenn die Containerzimmer so gestaltet hätten, ne, dann hätte ich gesagt, cool. Auch hier, ne, mit so einem richtigen, chilligen, kleinen Hocker. Aber naja, haben sie halt nicht. Also das wäre echt Charme. Und dann hättest du diese Container auch einfach in den Farben gelassen und dann hättest du mal ein rotes Zimmer und ein blaues Zimmer und ein gelbes Zimmer. Ja, schade. Aber so hat es was. Wenn man einfach nur die Container von außen dämmen müsste. Ja. Das ist auch so ein bisschen schlecht. Jetzt ist hier im gleichen Gebäude ja diese Kletterhalle und auf der Internetseite, da werben sie ja damit,
was man hier in diesem Hotel alles für tolle Sachen machen kann. Unter anderem Klettern. Das ist aber gar nicht so richtig, gehört nicht zu dem Hotel, sondern ist halt im gleichen Gebäude. Muss man hier einmal aus dem Ausgang raus, einmal um die Ecke rum und dann ist die ganze Angelegenheit halt hier. Hat aber zu und Lotti und ich, wir haben uns so aufs Kino gefreut, denn die werben auf der Internetseite auch mit einem Kinosaal mit 20 Kinosesseln. Auch den haben sie nicht. Richtig? Doch, Gestern. wir haben den schon, aber da war jetzt eine Geburtstagsfeier und da können wir jetzt nicht. Den nutzen sie halt anderweitig, nicht mehr als Kinosaal. Das ist echt auch ein bisschen doof. Ja, Sauna hat auch erst nachmittags offen, also. Ja, die Kinotür ist jetzt mal offen. Jetzt guckt euch das mal an. So soll das Kino hier aussehen, ne? Also, das ist ja ein bisschen mehr Marketing als mehr Schein als Sein, ne? Und hier draußen wird noch ordentlich gefrühstückt. Guck mal. Hier kann man jetzt ein bisschen den Leuten auf den Kopf gucken beim Frühstücken. Das Frühstück ist natürlich leider auch sehr fleischlastig. Also wenig Angebot für Veganer. Aber so ist es ja leider meistens. Gibt auch noch nicht mal ein Rührei oder sowas, ne? Weiß nicht, ob man sich das gesondert bestellen kann. Ich glaube aber nicht. Gibt hart gekochte Eier. Und ein bisschen Aufschnitt und sowas. Naja. So, und dann gibt es hier so einen kleinen Spielraum. Den findet Lotti, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wobei ich finde es schon schlecht, dass man jetzt hier theoretisch überall Geld reinwerfen muss. Ne? Wir haben nämlich auch gar kein Geld dabei. Ja, das war's, unser kleiner Aufenthalt im Dog Inn in Warnemünde. Hat es dir gefallen? Mhm. Wirklich? Mhm. Naja, okay. Also ich fand's so okay. Die Idee ist cool. Allerdings finde ich persönlich, hätte man da noch ein bisschen mehr Gas geben können. Das hätte man auch auf jeden Fall ein bisschen netter umsetzen können. Einige Detailpunkte gefallen mir nicht. Ihr habt es gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dann. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. So sieht's aus. Tschüss. Und guckt euch die Lotti-Videos an. Unbedingt. Ja, aber ich rede doch. Und gleich zeige ich euch noch ein bisschen was Tolles. Jetzt gehen wir erstmal. Oh, ich muss euch noch was zeigen. Hier sind die Waschmaschinen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel, aber es sieht sehr speziell aus. Also. Und dann geht hier noch so ein Flur rein. Hier lang. Und hier hoch. Ich zeige euch jetzt mal, wie es dort oben aussieht. Hier sind noch so ein paar hübsche Bilderchen. Bisschen lustig mit der Polizei. Und hier noch so. Dann geht's hier hoch. Hier sind so coole Malereien und hier sieht es auch sehr schön aus. Und dann, ta-ta-ta-ta. Hier ist der Zwischenraum. Hier bei den roten Sachen geht man rein. Und dann geht's hier lang. Hier ist noch so ein kleiner Spielort. Hier ist ein bisschen Musik. Und hier kann man Murmelbahn aufbauen. Das ist sehr spannend. Und hier ist eine kleine Küche und hier noch ein Fußballspiel. Also ein Spiel. Hier ist nochmal das Kugelwerfen und hier ein ganz besonderes Spiel, was ich sehr mag. Da muss man, hier sind zum Beispiel 2 Punkte, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte und 1 Punkt. Das kommt darauf an, wie viele Punkte man kriegt, wenn man da rein mit dem Plättchen schießt. Ich war da Kreuz. Und da braucht man für Geld, aber es ist sehr spannend. Hier, oder hier, oder hier. Ich stelle gerade
blauen. Und jetzt gehen wir noch mal kurz raus und ich zeige euch weiter. Hier ist noch so ein kleiner Computer mit Ausruhen. Hier ist eine coole Pflanze. Und ich muss ja jetzt nicht alles erklären, aber hier gibt es auch ein Kino. Aber das Doofe ist, dass hier das Kino immer die ganze Zeit verwendet wird. Deswegen kann man hier sich gerade nur Popcorn holen und nichts hat sonst mit Kino zu tun, leider. Und hier ist der Popcornautomat. Hier sieht man die Körner. Und dann wird es hier irgendwo gemahlen. Hier ist nochmal dieses Fußballspiel. Und hier hat man einen wunderschönen Ausblick. Ganz nach hinten. Und einen Spielplatz sieht man da. Und hier das Beste für mich. Coole Mario-Spiele. Guck. Verloren. Also das ist alles sehr cool. Und dann gehen wir jetzt mal wieder runter. Ich darf hier ein bisschen Cooles machen. Also ich finde den Job cool, wenn ich mal was filmen darf. Ihr werdet auf meinen Videos das dann sehen. Also jetzt hier, wo ich bin. Vielleicht kommt ihr auch mal her. Und dann muss ich euch noch das Beste zeigen, was es beim Frühstück gibt. Aber dazu geht's erstmal runter. Ihr habt ja meine Anna gesehen und wie der Film anfing. Also hier kommt das dann ganz nach hinten und es wird bestimmt ganz cool. Ich freue mich schon, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Na gut, unseren. Hier ist nochmal so ein Bild von Frauen. Ich weiß, ein bisschen eklig mit dem Busen. Und hier geht es jetzt weiter, wieder zurück. Und jetzt sind wir wieder dort, wo wir vorhin waren. Jetzt geht es wieder runter. Die Bilder habe ich auch schon gezeigt, außer eins. Das ist hier. Lustiger Satz. Und hier kann man auch noch so diese kleinen Bobbys ausleihen. Dann kann man hier auch noch Skatespots ausleihen. Hier sind Toiletten. Und dann gibt's. Und jetzt sind wir wieder unten. Dann geht's hier. Hier waren wir wieder dort. Und jetzt sage ich mal Tschüss. Ach Gott, was hatte ich für eine Zeit hier? Ich sag euch, ich war hier im Dock-In und habe ein Zimmer gehabt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Was soll ich sagen? Und gut geschlafen habe ich hier auch nicht so. Naja, aber hier unten ist es ganz schön. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn hier viele Leute sind, könnte es auch relativ laut sein, weil hier sind sehr viele harte Flächen. Also hier ist eine Fensterfläche und eine Bodenfläche und da oben die Decke, dass es sehr viel Hall dann hier gibt. Und dadurch wird es sehr laut, wenn man zum Beispiel mit so Kindern wie mit mir unterwegs ist, die dann die ganze Zeit rumschreien. Dann könnte das passieren. Ja, aber sonst ist es natürlich sehr schön hier. Und wir hatten jetzt lecker Frühstück und Lotti hat ganz viel Salami gegessen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wüsstet, aber Salami sind in Wirklichkeit tote Tiere. Es sind kleine, süße Ferkel, Babyschweinchen. Und ihr esst die, ihr Schweine.